Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Wir stehen jetzt hier vor einer Ausgrabungsstätte. Das wäre die dritte, die wir machen würden und vermutlich auch die letzte. Wir haben hier direkt davor schlafen dürfen, vor dem Tor, und freuen uns, wenn es gleich losgeht. Um 9 machen sie auf, aber er sperrt gerade schon auf. Und ich zeige euch mal, wie wir hier standen. Okay, ich dachte, sie machen auf, es fährt nur wieder jemand raus. Und gestern Nacht um ca. 11:30 kam auf einmal die Müllabfuhr hierher, weil hier eine Mülltonne ist. Und ja, sie haben dann nur unser Kennzeichen gesehen und gesagt, Alemannia, Alemannia. War sehr lustig, weil wir einfach um 11:30 hier mit niemandem gerechnet haben. Das ist ja eigentlich nur die Sackgasse zu der Ausgrabungsstätte. Ja, aber gut. Und ja, wir freuen uns schon sehr und haben auch schon unsere ersten Affen gestern Abend hier gesehen. Machen das Ganze mit Janine zusammen, die haben wir ein paar Tage vorher kennengelernt und sind gespannt, was wir heute so sehen werden. Mittlerweile schauen wir uns die dritte Ausgrabungsstätte hier in Mexiko an. Erinnert ihr euch noch? Wir haben euch bereits mit zur Teotihuacan genommen, wo morgens die Heißluftballons geflogen sind. Danach waren wir in Chiapas bei Palenque und nun sind wir in Tabasco bei Comaycalco angekommen. Jede dieser Stätten hat einen anderen Reiz. Diese hier wird noch sehr stark bewohnt, von vielen Echsen, die man auf den alten Steinen findet und beobachten kann. In ihrer Blütezeit war die Stätte über 7 Quadratkilometer groß und war ein wichtiges Handelszentrum zwischen dem Hochland und Yucatan. Um das Jahr 900 wurde sie aufgegeben und verfiel nach und nach. Erst 1880 wurde sie entdeckt durch einen französischen Forscher. Allerdings gab es erst ab den 1950er Jahren umfangreiche Ausgrabungen. Was uns sehr auffällt, bis auf ein weiteres Pärchen sind wir wirklich die einzigen, die sich diese Stätte am Morgen anschaut. Es hat Vorteile, mit dem Auto flexibel unterwegs zu sein. Ansonsten wären wir zu so einer kleinen, unbekannten Sehenswürdigkeit wohl nicht hingekommen. Auch mag es daran liegen, dass es abseits der üblichen Reiseroute liegt. Ich habe den UV-Filter geputzt und jetzt beschlägt es die ganze Zeit. So, Cuxtamal, wo wir jetzt sind, ich glaube so heißt es, ist wirklich, wirklich schön. Es sind zwar auch, also es sind auch wieder Pyramiden, aber es ist irgendwie mehr remote, es sind mehr Echsen da, Schmetterlinge, Falter, wobei die immer nur kurz vorbeifliegen. Und gestern Abend haben wir eben schon die Brüllaffen gesehen. Und ja, und für 75 Pesos Eintritt, da kann man auch nichts dagegen sagen.
Das ist echt wie im Dschungel hier, gell? Kein Wunder, dass er gesagt hat, hier sind Schlangen und Affen. Was es hier ansonsten noch zu sehen gibt, ist ein kleines Museum mit Exponaten aus den längst vergangenen Zeiten. Auch hier benötigt man mal wieder mehr Zeit, als wir haben, denn der arme Rio darf mal wieder nicht mit hinein, auch nicht auf die Ausgrabungsstätte. Uns fällt auf, dass viele der gefundenen Gegenstände auch noch in einem guten Zustand sind. Die Exponate sind vor allem kleine Figuren, Skulpturen und auch Köpfe. Doch was besonders interessant zu sehen war, war das Skelett. Die Menschen wurden damals in großen Tonkrügen unter ihrem Haus beerdigt, zumindest die, die sich keine teure Bestattung leisten konnten. Nach der Maya-Stätte ging es für uns jetzt weiter Richtung Norden, und zwar mit der Mautstraße, und wir stehen an einem Checkpoint, wo die letzten rausgezogen wurden und es dann anscheinend nicht so easy war. Und ich mal schauen, ob wir kontrolliert werden. Ja, wir werden mal wieder natürlich kontrolliert. Natürlich werden wir rausgezogen, warum auch nicht. Und Ausländer sind. Ja, das ist echt manchmal anstrengend. Mal schauen, was die sagen oder was wir machen müssen. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Dónde? Córdoba. Córdoba. From Ciudad del Carmen. So, natürlich sind wir ja rausgezogen worden, wie ihr gesehen habt, und wir hatten schon das Schlimmste befürchtet. Es war eigentlich ein Soldat, der erstmal innen alles kontrolliert hat und in unsere Schubläden reingeschaut hat, was wir so haben. War aber super nett, und dann bin ich mit ihm wieder raus. Er hat gesagt, okay, und es ist hier so heiß und ich hatte keine Schuhe an. Und dann stand hinter mir schon eine Frau, die unser Visum sehen wollte. Und ich habe mir fast die Füße verbrannt, und dann hat der Soldat noch gesagt, ja, erst Schuhe anziehen, weil sonst verbrenne ich mir die Füße. Und ja, genau, das hat sie dann gecheckt, und dann war Gott sei Dank alles okay. Und ich bin sehr dankbar, dass es so glimpflich dann ausgegangen ist wieder. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir so schlecht Spanisch sprechen, dass sie einfach überhaupt keine Lust haben, mit uns das zu diskutieren und so weiter. In dem Fall ist es sehr positiv, haben auch andere schon mittlerweile berichtet. Ja, ich glaube, das hat uns doch etwas geholfen, mal wieder. Wobei, also ich kann nichts Negatives sagen, sie waren alle super nett, und es ist ja auch ihr gutes Recht zu sehen, ob wir hier legal in diesem Land sind. Wir sind jetzt gerade in Córdoba angekommen am Walmart-Parkplatz, haben noch Wasser aufgefüllt, und hier hat es heute nur 34 Grad und ab 5, glaube ich, oder 6 eine 80-prozentige Luftfeuchtigkeit. Das heißt, heute werden wir noch einmal richtig gut schlafen, und morgen geht es nämlich für uns dann den Berg hoch, und dann sind wir wieder am Ende, ich weiß nicht, 2500 Meter Höhe. Das heißt, ab da haben wir tagsüber wahrscheinlich 25 bis 30 Grad und nachts dann nur 15 bis 20, was auf jeden Fall super angenehm ist, vor allem weil die Luftfeuchtigkeit fehlt. Genau, wir haben es jetzt, ich schaue auf die Uhr und habe Armbänder dran.
Wir haben es jetzt circa, also wir sind um kurz nach 3 oder so hier angekommen, jetzt wird es 3:30 sein. Und ja, hier verbringen wir jetzt den Nachmittag, weil danach einfach zu wenig gute Plätze kommen und das heute nicht mehr schaffen würden. Vor allem, weil wir wahrscheinlich super langsam den Berg hochfahren werden. Ich weiß nicht, ob es jemand erkannt hat. Genau auf diesem Platz, 2 Parkplätze weiter rechts, standen wir vor 3 oder 4 Wochen, Ja, so wo wir hier runtergefahren sind. ich glaube 3,5 Wochen. Und damals waren wir erschlagen von der Luftfeuchtigkeit und jetzt aktuell finden wir es, glaube ich, ziemlich angenehm, weil wir aus den wärmeren Gefilden kommen. Es soll eigentlich nicht regnen, aber es schaut da hinten nach Regen aus und ich wäre sogar dankbar, wenn es heute regnet. Also nicht wegen der Luftfeuchtigkeit, aber vielleicht, dass es einfach ein bisschen abkühlt. Das würde uns die Nacht um einiges erträglicher machen. Auf jeden Fall. Und unserem kleinen Patienten auch. Patient deshalb, weil er kastriert wurde und die Halskrause trägt. Wir sind noch im 4. Gang, aber kurz warten, bis der LKW weg ist, den wir überholen. Aber wir werden von so alle 10 Sekunden langsamer um 1 km/h. Und es geht durchgehend weiter bergauf. Ich glaube, runterzu waren es bestimmt, ich weiß nicht, 8 Kilometer. Jetzt geht es eben wieder hoch. Und wir müssen immer schauen, dass wir den Schwung behalten, weil vor uns jetzt schon wieder ein LKW ist, der sehr langsam ist. Schwenken wir vor. Weil sobald wir bremsen, sind wir im 3. oder 2. Gang gefangen. Mal wieder eine Polizeikontrolle. Diesmal mussten wir Führerschein und Fahrzeugschein zeigen. Er hat dann das Kennzeichen noch kontrolliert und damit war es okay. Und genau, der Kollege von ihm hat Tobi dann noch eingewiesen, dass wir wieder hier auf die Schnellstraße kommen und hat den Verkehr für uns ja geregelt. Nee, auf die andere Spur gelenkt. Und ja, war super schnell erledigt innerhalb von 2 Minuten diesmal. Heute schon die 2. Polizeikontrolle, wo wir rausgezogen wurden. Mittlerweile befinden wir uns in Hidalgo, in dem Bundesstaat. Er war, ich glaube, er wollte schauen, ob er was finden kann. Unter anderem, wie lange unser Führerschein gültig ist und hat auch gesagt, dass wir ihm die Kopien hier geben und nicht die Originaldokumente. Haben wir gesagt, ja, die haben wir irgendwo hinten. Und ja, also er war auf jeden Fall nett. Aber ich glaube schon, dass er sehr bemüht war, irgendwie einen Fehler zu finden. Aber nachdem wir so wenig verstanden haben und er uns dann gefragt hat, wohin, haben wir es so verstanden, dass er uns eine gute Fahrt gewünscht hat und gesagt hat, wir sollen schauen, das dauert noch circa eine Stunde, dass wir im Helden ankommen. Und ich glaube, sie haben sich auch köstlich amüsiert, dass wir so wenig Spanisch sprechen. Und mal wieder glaube ich auch, dass es uns geholfen hat. Wir sind jetzt hier in Huasca de Ocampo angekommen. Ich glaube, so heißt der Ort. Und den schauen wir uns morgen früh nämlich hier auch an und stehen hier auf einem Parkplatz beziehungsweise einer Wiese, die allerdings deutlich teurer ist als auf Park 4 Night. Und zwar zahlen wir hier 200 Pesos pro Nacht, was 10 Euro sind circa. Und morgen geht es dann, wie gesagt, in die Stadt und Rio hat schon die Wache übernommen, wie man hört. Und da unten hat einer Spaß mit seinem Quad. Wir sind jetzt hier in einem Ort, den Namen blenden wir euch ein, ich kann ihn nicht aussprechen. Der zählt zu einer der ersten Pueblo Mágicos.
Unter anderem wegen seinen Bauten aus der Kolonialzeit und auch der landschaftlich schönen Umgebung. Und wir werden jetzt den Ort mal erkunden. Wir sind ja gestern angekommen und es hat Sinn gemacht, sich das erste Mal wieder umzuziehen. Ich hatte die letzten 4 Tage dasselbe T-Shirt in demselben Rock an, weil wir einfach durchgehend geschwitzt haben und es hat einfach gar keinen Sinn mehr gemacht. Und ich freue mich jetzt, dass heute Nacht angenehme 10 Grad waren und heute nicht wärmer als 30 Grad werden. Und ja, schauen wir uns den Ort zusammen an. Wir nehmen euch mit. Ich glaube, wir haben gerade irgendeinen Markt gefunden. Jetzt gehen wir mal zusammen rein. Also wir stehen jetzt mitten im Markt, um uns herum steppt das Leben. Es ist super günstig im Verhältnis zu den Supermärkten und wir müssen ja auf jeden Fall nachher noch einkaufen, bevor es für uns weitergeht. Und es ist super cool, das zu erleben, weil wir gar nicht wussten, dass ein Markt stattfindet. Nach dem Markt schlenderten wir noch ein wenig durch die kleinen Gassen und beobachteten das bunte Treiben in diesem kleinen Städtchen. Insbesondere die bemalten Häuser haben uns besonders gut gefallen und haben dem Ort sehr viel Charme verliehen. Huasca de Ocampo ist auch sehr beliebt bei den Mexikanern selbst und somit war es gut, dass wir es nicht am Wochenende besucht hatten. Wir beenden jetzt hier unsere Stadttour. Es war super schön, auch sehr voll durch den Markt, von dem wir ja gar nicht wussten, dass der stattfindet. Wir räumen jetzt die Kamera weg, werden dann nochmal auf den Markt gehen, mit unseren Beuteln einkaufen und dann geht es für uns weiter an den Platz, wo man anscheinend über Nacht stehen darf, in der Natur wieder. Wir haben es jetzt fast geschafft, gleich sind wir da. Und es hieß schon, jedes Fahrzeug kann hier runter. Aber bisher schaut es hier gar nicht so schlimm aus. Wow. Vielleicht doch sehr hubbelig. Wir sind jetzt angekommen und es ist wirklich super schön, auch wenn es ein bisschen teurer ist, als wir erwartet haben. Und zwar haben wir erfahren, dass unser Auto, also dieser kleine Bus mit unter 5 Meter,
ein großes Fahrzeug ist und deshalb zahlen wir 50 Pesos mehr. Das ist aber auch okay. Ja, ich meine, es ist wirklich super schön gepflegt hier die Anlage. 10 € die Nacht circa. Ja. Und von hier aus, also es ist in einem Nationalpark oder kurz vorm Nationalpark, und von hier aus starten mehrere Wanderwege auch. Also denke ich, dass wir hier auch noch ein bisschen wandern gehen können. Ja. Wobei, und ich werde jetzt schon gleich eine Tablette nehmen, weil schon? ich spüre schon ganz leicht meinen Kopf. Okay. Weil man darf nicht vergessen, dass wir hier auf ca. 3000 Meter Höhe sind und ich habe ja die 3000, ich weiß nicht, 300, 400 Meter bei den Monarchfaltern nicht so gut vertragen von der Höhe her. Und ich glaube, ich nehme mir jetzt gleich eine Tablette, dass es gar nicht so weit kommt. Oh je, jetzt schon. Und hier warten wir jetzt mehr oder weniger auf das Paket und sobald wir wissen, dass das weiterkommt, fahren wir dann weiter. Oder wenn wir neue Lebensmittel brauchen. Ja, das dauert noch. Wir haben hier jetzt schon 2 Nächte geschlafen und wir warten ja nach wie vor auf das Paket mit dem Ersatzteil, also die Querlenkerbuchse. Und ja, meine Mutter hat jetzt in Deutschland nochmal mit DHL gesprochen, weil wenn sich nach 5 Tagen der Status nicht ändert, kann man da anrufen. Bei internationalen Versanddienstleistungen muss man anrufen, kann man es nicht über den Chat machen. Und da kam jetzt raus, dass das Paket im Zoll festhängt und wir haben jetzt mal die Tage nachgerechnet. Das kann jetzt insgesamt noch mehr als 2 Wochen dauern im Worst Case, bis wir das Paket haben, zumindest laut den offiziellen Zeitangaben. Und nächste Woche ist Ostern, das heißt, es wird ziemlich voll. Und ja, wir sind gerade ein bisschen ratlos, was wir hier machen, weil wir hatten jetzt 1 bzw. 2 andere Plätze noch, bis das Paket kommt. Und ja, wir waren halt froher Dinge, dass das Paket rechtzeitig kommt oder ohne so viel Verspätung, weil ich meine, es sind 2 Teile drin, warum sollte es im Zoll stecken bleiben? Aber ja, wir wissen auch nicht, wie in Mexiko während Ostern gearbeitet wird. Wir haben nur gehört, dass Ostern recht groß gefeiert wird, deshalb sind wir mal gespannt und hoffen einfach, dass das Paket noch davor kommt. Und ja, bis dahin, ich meine, es gibt schlechtere Plätze. Wir sind hier noch immer wie auf einer Alm, sage ich jetzt mal, auf den Bergen. Und von den Temperaturen ist es auch echt angenehm. Also im Pulli oder jetzt tagsüber, ja, Pulli, T-Shirt und lange Hose ist super angenehm. Da wissen wir gerade nicht so genau, wie es weitergeht aktuell, außer dass wir warten. Heute Morgen machen wir uns jetzt auf zu einer Wanderung hier zu einem See. Und was heute Morgen auch schon war, Christine und Burkhard waren auch hier, die kannten wir schon von der Baja. Und sie hat aus der Regentonne hier bei den Toiletten eine Fledermaus gefischt. Die schauen wir jetzt nochmal an. Wir probieren sie gerade ein bisschen aufzupäppeln. Also ich denke mal, sie braucht einfach noch ein bisschen zum Aufwärmen. Wir haben ein bisschen Mango dazu gelegt und hier ist auch ein Ranger, dem wir dann nachher auch Bescheid geben. Ja, die Flügel sind jetzt auch zusammen, oder? Nee. Also vorher lag sie beim Zewa und da haben wir sie ein bisschen vor der Sonne geschützt, bevor sie hier im Schatten war. Und sie ist jetzt schon runtergekrabbelt, aber wir sind mal gespannt, ob sie es schaffen wird oder nicht. Schaut ehrlicherweise nicht so gut aus. Also ich muss sagen, ich fühle mich wie in Österreich hier. Ihr wurdet gerade Zeuge, wie die Sarah fast unseren Hund totgeschaukelt hat.
Und er macht sich einen Spaß draus. Wir sind an unserem Ziel angekommen, an diesem schönen See. Und Rio freut sich auch schon, weil er darf endlich wieder baden. Die Zeit, die Schonfrist von nach der OP ist vorbei und er ist so happy. Und das freut uns. Oh. Der Energiestau von den letzten 10 Tagen. Rio, wo ist die Sarah? Und eigentlich stehen wir hier aktuell voll im See, weil das Ufer da oben ist. Aber im Moment ist ja Trockenzeit und ja, hier ist alles sehr, sehr trocken und eben nur dieser kleine Überbleibsel vom See da. Dieser hier. Da sieht man, glaube ich, ganz gut, wie hoch das Ufer sonst war. Beziehungsweise wie hoch der See sonst war. Rio, komm her! Rio, komm her! Hier rüber! Ah, da ganz hinten. Für mich ging es dann noch mit Burkhard und Christine in ein weiteres kleines Bergdörfchen namens Mineral de Chico. Da wir ja normalerweise nicht die großen Stadtmenschen sind, wollte Tobi lieber noch ein bisschen die Zeit an unserem schönen Stellplatz mit Rio genießen und war nicht interessiert daran, wieder eine Stadt zu erkunden. Somit ergriff ich die Chance und fuhr bei den beiden, die wir bereits auf der Baja kennengelernt hatten und die wir hier zufälligerweise auch wieder getroffen haben, im Landcruiser hinten mit. Der Ort wurde im Jahre 1565 gegründet, damals noch unter einem anderen Namen. Dieses kleine Städtchen hat wirklich einen wunderbaren Flair. Die Gassen, die Straße aus Kopfsteinpflaster oder die Liebe zum Detail, die hier überall zu finden ist, haben mich gleich in ihren Bann gezogen. Nicht zu vergessen die schöne Aussicht, die man von hier hatte. Nach einem abschließenden gemeinsamen Mittagessen ging es dann aber wieder zurück. Für uns geht's jetzt heute weiter nach 4 Nächten hier und ja, die Fledermaus hat es leider nicht geschafft. Die haben wir jetzt gerade noch beerdigt. Das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und ja, für uns geht's jetzt weiter nach Tula. Da ist eine Ausgrabungsstätte und ja, nachdem wir eh noch weiter auf das Paket warten, wo sich der Status jetzt geändert hat, dass es im Zoll ist und es dauert mehrere Tage, hieß es laut DHL, werden wir uns jetzt Tula anschauen und dann zu einem anderen Stellplatz fahren und einfach hoffen, dass das Paket bald kommt, dass wir weiterkommen. So lange genießen wir aber die Orte hier herum noch. Das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video für diese Woche. Das nächste Mal geht es für uns Richtung den Grutas und einem richtig, richtig schönen Canyon.
Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Wir freuen uns, wenn du jetzt für dieses Video auch schon einen Kommentar oder Like da lässt. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.